Energiewende wird in Deutschland vom Großteil der Menschen befürwortet. Was sind eigentlich die nächsten konkreten Schritte und was für Probleme kommen da noch auf uns zu? Ich freue mich sehr, dass die Energiewende von vielen Menschen in Deutschland befürwortet wird, weil ich glaube, es ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Dass wir es schaffen, in einem so großen Land wie Deutschland 30% der Energieversorgung, des Energieaufwands durch erneuerbare Energien zu bestreiten, ist eine wunderbare und tolle Erfolgsgeschichte. Was jedoch als nächstes noch ansteht, und da bin ich mir sehr sicher, dass das kommt, dass wir uns wegbewegen, die Energiewende in der Hand der Großkonzerne, in der Hand der großen Investoren zu lassen, dass wir uns davon wegbewegen, riesige Offshore-Anlagen zu haben, große Windfarmen, riesige Flächenfelder, Fußballfeld, große Solaranlagen zu haben, sondern die Energiewende nach Hause zu bringen, zu den Menschen, nach Hause zu bringen, zu jedem Bürger, sodass jeder Haushalt, jeder Mensch in Deutschland an der Energiewende tatsächlich wirklich auch teilhaben kann. Viele Menschen haben ja bereits Solaranlagen auf ihrem Hausdach oder eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Welche Rolle haben die in der Energiewende eigentlich? Ich glaube, genau das wird die zentrale Rolle in der Zukunft sein. Ich glaube, hier kann man genau ansetzen und die Energiewende nicht nur von einer guten Idee, die sehr, sehr gut angelaufen ist, zu einem wirklich weltverändernden Phänomen zu machen, womit wir unsere Energieversorgung und die Art und Weise, wie wir mit Strom und Energie umgehen, grundlegend verändern. Die Tatsache, dass es bis vor kurzem noch knapp 300 Kraftwerke gab, die das gesamte Deutschland mit Strom versorgt haben, dass wir jetzt schon bei 1,5 Millionen Kraftwerken sind, die den gleichen Job jetzt machen, da bin ich sehr sicher, dass wir irgendwann zu 40 Millionen Kraftwerken kommen. Warum 40 Millionen? Weil es ja 40 Millionen Haushalte in Deutschland gibt, sodass jeder Haushalt tatsächlich auch nicht nur Strom und Energie konsumiert, sondern auch produziert. Und hier ist es möglich, das zu machen. Die technische Innovation schreitet voran mit riesigen Schritten. Solaranlagen sind 10-mal billiger geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Batterien werden immer billiger. Und es kommen vielleicht auch neue Technologien, die uns dazu bringen, eben noch mehr Strom auch selber kostengünstig und dezentral produzieren zu können. Was ist mit all den Leuten, die im Moment keine Solaranlage sich selbst aufs Dach bauen können oder eben zur Miete wohnen, wie der Großteil der Deutschen? Was können die tun, um die Energiewende voranzutreiben? Das ist genau der Punkt, den wir brauchen, um die Energiewende wirklich noch viel breiter zu streuen. Von den 14 Millionen Haushalten in Deutschland gibt es 14 Millionen nur, die in Einfamilienhäusern leben. Zurzeit lohnt es sich nur für die, wirklich dezentral Energie zu produzieren, weil es noch kein wirklich attraktives, regulatorisches und gesetzliches Modell gibt für Mietwohnungen, wo die meisten von uns ja leben, seinen Strom selber zu erzeugen. Was wir bei Shine machen wollen, ist, dass wir alle tatsächlich integrativ hier zusammenbringen. Wir wollen dafür stehen, dass wir Energie von Mensch zu Mensch bringen. Und das heißt nicht nur, dass wir die Energie von einem Eigenheimbesitzer zum nächsten bringen, sondern eben auch, dass wir Lösungen bringen für jeden, für Studenten, für Menschen in Mietwohnungen, für Wohngemeinschaften, für all die, die zurzeit noch gar nicht wissen, wie sie wirklich an der Energiewende teilnehmen können. Dass wir in eine Zukunft kommen, in der es sich nicht mehr lohnt, Strom zu produzieren, in großen Kraftwerken, ihn zu transportieren mit Leitungen und zu verkaufen und per Kilowattstunde abzurechnen, sondern wo es sich nur noch lohnt, im Endeffekt die Verteilung des Stroms und das Zwischenspiel zwischen den vielen Kraftwerken, die überall bei den Menschen zu Hause sind, effizient zu organisieren, gemeinsam mit den Kunden.